Das kleine Hotel liegt am Waldrand, die Nachmittagssonne scheint durch die großen Glasflächen der Hauptlobby. Es ist so still, dass man nur das Geräusch der Klimaanlage und das Kratzen eines Stifts hört. Die junge Mitarbeiterin Lina steht an der Rezeption und macht sich Notizen, ohne zu ahnen, was auf sie zukommt. Lina trägt eine gepflegte hellblaue Uniform, ihr langes Haar ist tief gebunden, ihre Figur ist zierlich, ihr Blick ist auf das Reservierungsbuch gerichtet. Eine Überwachungskamera zeichnet jede ihrer Bewegungen von oben auf. Draußen scheint die Sonne trocken, die Bäume wiegen sich sanft in der frühsommerlichen Brise. Die Glastür ist leicht geöffnet, um den Wind hereinzulassen, und öffnet plötzlich eine Lücke für den ungebetenen Gast. Von den Stufen vor der Lobby kommt leise und lautlos ein großer Schatten herein. Es ist ein erwachsener Leopard, sein Fell ist golden mit auffälligen schwarzen Flecken, sein Körper ist schmutzbedeckt. Die scharfen Krallen glitten über den polierten Fliesenboden und hinterließen ein leises, klapperndes Geräusch wie eine tickende Uhr. Die Überwachungskamera zeichnete jeden seiner Schritte auf, erkannte jede ungewöhnliche Bewegung und löste sofort Alarm aus. Der Leopard bewegte sich langsam, seine Augen trüb, als wäre er gerade aus einem langen Koma erwacht. Sein Bauch war flach, seine Hinterbeine hinkten, seine Nase war nass und er hechelte, als wäre er tagelang dehydriert. Er brüllte nicht, blickte sich nur mit den Augen eines verlorenen Wanderers um. Allmählich betrug die Entfernung zwischen ihm und Lina weniger als 3 Schritte. Sein Schatten fiel lang auf den Boden, direkt hinter dem Mädchen, das es nicht wusste. Der schicksalshafte Moment nahte, und alles wurde deutlich von der Kamera aufgezeichnet. Lina drehte sich versehentlich um ein Handtuch zu holen und den Tisch abzuwischen, als ihr Blick die Silhouette des Leoparden erblickte, der schweigend dastand. In diesem Moment riss sie die Augen auf, ihr ganzer Körper erstarrte wie eine Statue an einem Sommernachmittag. Sie wagte nicht zu schreien oder sich groß zu bewegen, trat nur ganz langsam einen Schritt zurück und atmete ruhig. Der Leopard rührte sich immer noch nicht, neigte nur den Kopf, um sie anzusehen, seine Augen nicht grimmig, sondern leer und schmerzerfüllt. Die Luft im Flur schien ausgesaugt, jede Sekunde fühlte sich schwer an wie Stunden. Lina stützte sich mit der Hand auf den Tresen, um das Gleichgewicht zu halten, ihr Herz schlug so schnell, dass sie fast erstickte. Der Leopard stöhnte plötzlich leise auf, sein Kopf war tief gesenkt, sein ganzer Körper schien zu kollabieren. Sein linkes Vorderbein blutete, ein Stück einer rostigen Eisenfalle steckte noch immer fest über seinem Knöchel. Lina war entsetzt, blieb aber ruhig, ihr Blick blieb von der schweren Wunde unberührt. Blut tropfte vom Eingang zu der Stelle, wo er stand, und breitete sich allmählich zu einem dunkelroten Fleck aus. Der Leopard taumelte einen Moment, dann brach er plötzlich zu Boden und rang nach Luft. Der Geruch von Blut, sonnenverbranntem Fell und Waldboden stiegen in einem chaotischen Durcheinander auf. Lina trat 2 weitere Schritte zurück, holte ihr Handy aus der Rocktasche und wählte die Nummer des nächstgelegenen Wildtierrettungszentrums. Ihre Stimme zitterte, aber war entschlossen, und sie beschrieb deutlich den Zustand des Tieres und die Lage des Hotels. Der Leopard lag regungslos, aber noch am Leben. Seine Ohren zuckten leicht, seine Augen waren halb geöffnet. Lina nahm vorsichtig ein sauberes Handtuch und legte es neben das Tier. Dann blieb sie ein paar Meter entfernt stehen, um es zu beobachten. Ein männlicher Angestellter hatte gerade die Lobby betreten, als er etwas rief, woraufhin Lina schnell Ruhe signalisierte. Sie bat alle Gäste zu gehen und blieb selbst zurück, um auf das pünktliche Eintreffen des Rettungsteams zu warten. 10 Minuten später hielt der Pickup des Rettungszentrums abrupt direkt vor der Hotellobby. 3 Mitarbeiter trugen Spezialuniformen und trugen einen Verbandskasten, Narkosepistolen und Transportausrüstung bei sich. Einer näherte sich dem Leoparden von hinten, während die anderen beiden vor ihm standen. Sie überprüften seine Atmung, untersuchten die Wunde und entschieden sich für eine sichere Dosis Narkosemittel. Die Nadel wurde leicht in den Oberschenkel des Leoparden gestochen. Er erschrak, leistete aber keinen Widerstand. Weniger als eine Minute später entspannte sich sein Körper, atmete gleichmäßig und fiel in einen friedlichen Schlaf. Die Eisenfalle wurde mit einem Spezialwerkzeug von seinem Bein entfernt, wobei erneut Blut heraustrat.
Ein tiefer Schnitt legte Sehnen frei, deutliche Anzeichen einer Infektion mit geschwollener Haut um die Wunde. Sie verbanden das Tier vorübergehend, um die Blutung zu stoppen, und legten es dann vorsichtig auf eine Rolltrage. Lina ging hinüber, nahm die Hand des Retters und fragte: Wird es überleben? Der Teamleiter lächelte: Hätten wir es ein paar Stunden später entdeckt, hätten wir es vielleicht nicht mehr retten können. Der Leopard wurde ins Auto gebracht. Die weiche Matratze und das Fixseil schützten seinen Körper während der gesamten Fahrt. Die Überwachungskamera filmte weiter und hielt den berührenden Moment in aller Stille fest. Das Auto rollte aus der Hotellobby, das zerbrechliche Lebewesen zwischen Leben und Tod. Lina stand da und sah zu, bis das Auto um die Ecke verschwand. Ihre Hände waren geballt, und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Der Leopard erhielt den Namen Rudo, was in der lokalen Sprache Hoffnungsträger aus dem Wald bedeutet. Im Rettungszentrum führten die Tierärzte rasch einen kleinen chirurgischen Eingriff durch, um die Wunde zu reinigen und zu vernähen. Rudo erhielt eine tiefe Narkose, eine Infusion und Antibiotika gegen schwere Infektionen. Sie entdeckten viele alte Wunden an seinem ganzen Körper, was darauf hindeutete, dass er schon eine ganze Weile umhergeirrt war. Sein verfilztes Fell war frei von Pilzbefall, und sein Rücken war voller Kratzer und Parasiten. Am ersten Tag aß Rudo nichts, sondern rollte sich nur zusammen und atmete schwach auf dem Schaumstoffboden. Der Tierarzt der Nachtschicht saß neben ihm, las ein Buch und spielte leise Musik, um ihm Geborgenheit zu geben. Am dritten Tag begann Rudo, die Fleischbrühe zu lecken und seinen Kopf leicht zu bewegen. Sie informierten freudig Lina, die sofort zu Besuch kam und eine Stunde lang am Käfig saß. Als er sie sah, öffnete Rudo die Augen und starrte sie an, als hätte er die erste Person erkannt, die keine Angst vor ihm hatte. Von diesem Tag an erholte sich Rudo schneller, begann rohes Fleisch zu essen, sich zu strecken und im Käfig umherzulaufen. Die Wunde trocknete, die Nähte verblassten und das neue Fell begann wieder zu wachsen und nahm eine glatte, goldene Farbe an. Rudo wurde in ein halbwildes Rehabilitationsgebiet mit Bäumen, Felsen, Bächen und natürlichen Geräuschen gebracht. Hier begann er, die Jagd auf falsche Beute zu üben, um seine natürlichen Reflexe wiederherzustellen, bevor er in den Wald zurückkehrte. Die Ärzte beurteilten seinen Gesundheitszustand als den Anforderungen entsprechend und beschlossen, eine Akte für seine Freilassung in die Wildnis vorzubereiten. Lina war auch an diesem besonderen Tag anwesend und brachte das weiße Handtuch mit, das am ersten Tag neben ihn gelegt worden war. An einem klaren Morgen brachte ein Spezialfahrzeug Rudo in ein tiefes Waldreservat, mehr als 50 Kilometer vom Zentrum entfernt. Die Käfigtür öffnete sich mitten im hohen Gras, wo keine Menschen waren, nur das Zwitschern der Vögel und der Wind wehten. Rudo stieg aus, hob den Kopf, um die Luft zu schnuppern, seine Ohren waren gespitzt und seine Augen leuchteten. Er rannte nicht weg, sondern blieb einfach eine Weile stehen, als spüre er den vertrauten Duft des Waldes. Lina stand weit weg, winkte und lächelte sanft, ihre Augen voller Emotionen. Rudo drehte den Kopf, um ein letztes Mal zurückzublicken, seine Augen ruhig und dankbar. Ein tiefes Brüllen drang aus seiner Kehle, dann raste sein ganzer Körper wie ein Blitz in den Wald. Die Mitarbeiter klatschten leicht in die Hände, alle lächelten, obwohl ihre Herzen eine stille Trennung spürten. Linas weißer Schal flatterte im Wind und hing als Erinnerung an einen Ast. Rudo war in die Freiheit zurückgekehrt, wo er hingehörte und wohin er fast nie zurückgekehrt wäre. Die Geschichte von Rudo und der Hotelangestellten verbreitete sich in den sozialen Medien wie ein wahres Wunder. Lina wurde für ihr mutiges und besonnenes Handeln geehrt und wurde zu einem Symbol der Menschlichkeit in der Dienstleistungsbranche. Und Rudo, der überlebende Leopard, wurde zur Legende, die von der Hotelkamera als Nachrichtenbericht aus der Wildnis aufgezeichnet wurde.